Manchmal geht schon morgens alles schief. Kurz nachdem wir losgefahren sind, ist Chevys Moped stehen geblieben. Sein Antriebsritzel ist kaputt. Und leider haben wir kein passendes Ersatzteil dabei. Wir haben uns jetzt aufgeteilt. Lulu und ich versuchen auf Schrottplätzen ein passendes Teil zu finden, während Silvio und Javier auf dem Weg zu einer Werkstatt sind. Hoffentlich finden wir ein passendes Zahnrad, ansonsten sind wir ab jetzt Fußgänger. Zum Glück lernen Silvio und Javier einen hilfsbereiten Simson-Fahrer kennen, der zufällig ein passendes Zahnrad in seinem Keller hat. Damit ist die Simson schnell wieder fahrbereit und wir erreichen gegen Mittag den Grenzübergang Marienborn. Als wir dort ankommen, sind wir von der Größe der Anlagen überwältigt und aus der Ferne sieht es so aus, als seien die letzten Grenzkontrollen noch nicht so lange her. Außerdem zeigen die Ausmaße, wie wichtig dieser Grenzübergang zwischen den beiden Welten des Kalten Kriegs war. Bereits seit 1955 kontrolliert das Regime der DDR hier große Teile des zivilen Reise- und Güterverkehrs. Dieser nahm wegen neuer Transitabkommen in den 70er Jahren stark zu und auf dem stetig im Ausbau befindlichen Areal arbeiteten rund 1000 Personen im Dreischichtbetrieb. Außerdem stellte der Übergang für alliierte Militärtransporte die einzige Straßenverbindung nach West-Berlin dar. Mitte der 80er Jahre passierten insgesamt rund 10 Millionen Reisende jährlich den Grenzübergang. Die Grenzkontrollen wurden daher besonders rigoros durchgeführt, um illegale Ein- und Ausreisen zu verhindern. Bitte öffnen Sie die Motorhaube, Kofferraum und heben Sie die hintere Sitzbank ab. Die Folge waren häufig lange Staus, ein hoher bürokratischer Aufwand und äußerst penible Kontrollen. In vielen Fällen waren Reisende dabei der Willkür von Grenzbeamtinnen und Beamten hilflos ausgeliefert und wurden beispielsweise stundenlang alleine und ohne Schutz in stickigen Baracken verhört. Für manche war die psychische Belastung dabei so hoch, dass sie währenddessen Herzinfarkt erlitten oder sogar starben. Zu den offiziellen 327 Opfern der Grenze könnten somit noch einige hinzukommen. Allerdings ist dieses Feld bislang nur wenig erforscht. Zumindest im Transitverkehr nach Westberlin wurden ab 1972 nur noch begründete Durchsuchungen gestattet. Unter dem Decknamen Technik 5 entwickelte das Ministerium für Staatssicherheit daher eine Anlage, die Fahrzeuge beim Vorbeifahren mit radioaktiver Strahlung durchleuchtete. In Marienborn wurde sie ab 1978 eingesetzt und ab 1980 auch an anderen Grenzübergängen installiert. Nach einem Gutachten der Strahlenschutzkommission war die Strahlenbelastung zwar nur gering, jedoch wurden Reisende dieser ohne Zustimmung oder Rücksicht auf Schwangerschaft und Kinder ausgesetzt. Seit 1990 steht dieser mysteriöse Ort des Grenzregimes unter Denkmalschutz und wird als Mahnmal erhalten. Obwohl die Grenzkontrollen zum Glück Vergangenheit sind, wirkt er wegen des gelben Lichts von der Decke aber noch immer wie aus einer anderen Welt. Uns hat er ein weiteres Mal gezeigt, wie absurd diese Grenze eigentlich war und wie schrecklich sie für Menschen werden konnte, die sie passieren wollten oder mussten. Wir sind froh, hier gewesen zu sein. Jetzt können wir die Grenzgeschichten unserer Eltern und Verwandten auf jeden Fall besser nachvollziehen. Für uns geht es nun noch viele Kilometer weiter nach Norden, wo wir einen kurzen Zwischenstopp bei Freunden in Kusei machen und anschließend weiter bis nach Dömitz an der Elbe fahren. Leider haben wir heute Morgen bei unserer Panne so viel Zeit verloren, dass wir unterwegs nichts mehr gefilmt haben. Hoffentlich halten die Mopeds jetzt durch und wir schaffen es bis nach Dömitz.